Das Metaverse ist in Arbeit. Oder sollte ich sagen, viele Metaversen sind in Arbeit? Wenn wir eins bisher gelernt haben, dann ist es das Folgende. Wenn etwas technologisch möglich ist, dann kommt es. Ein Metaverse ist gerade am technologisch möglich werden und der große Vorreiter bei der Entwicklung ist kein anderer als Facebook, beziehungsweise jetzt Meta. Das entweder Gute oder Schlechte ist, das Metaverse wird unser Leben verändern. Es wird unsere Gesellschaft verändern und wir haben hier nicht nur eine Entscheidung, sondern eine Abzweigung vor uns von einem Ausmaß, das wir uns noch nicht mal vorstellen können. Als Vergleich, ich vermute, dass das Metaverse Auswirkungen haben wird wie das Internet. Entweder das Internet in guten Händen oder in schlechten. Ja, beides ist brutal und wir müssen uns jetzt kümmern, nicht erst in 10 Jahren, denn dann ist das Metaverse längst hier. Also lasst uns vorne anfangen. Stellt euch Fortnite vor. Stellt euch jetzt vor, ihr könnt Fortnite mit einer VR-Brille spielen und dann bemerkt, dass es in Fortnite auch heute schon längst Aktivitäten gibt, die weit über das normale Game hinausgehen. Das auf die Spitze getrieben ist das, was ihr euch unter dem Metaverse vorstellen könnt. Eine virtuelle Welt, die wie ein Online-Game in Echtzeit abläuft und die wie ein MMORPG immer online ist und niemals aufhört. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes und nichts Dramatisches. Nur gibt es den einen Kniff, der die Dollarzeichen in den Augen der Unternehmen leuchten lässt. Es ist kein Spiel, welches man zockt, dann geht man wieder und fertig, sondern das gesamte Leben soll virtuell abhaltbar sein. Man trifft sich mit Freunden auf einen Raid, um ein paar Lootbosse zu legen. Man isst virtuellen Kuchen mit der Familie und unterhält sich über die letzten großen Events des Metaversums. Und man trifft eine hübsche Tigerdame zum Abendessen, die im echten Leben einen tieferen Bass hat als man selbst. Huch. Das ist tatsächlich nur der nächste logische Schritt. Wir haben angefangen mit Sprache zu kommunizieren. Das ist eine ganze Weile her. Irgendwann deutlich später wurde dann auch die Schrift erfunden, um auch über Distanzen und Zeiten zu kommunizieren. Wir können immer noch Bücher lesen von vor tausenden Jahren und egal, ob sie hier geschrieben wurden oder 500.000 Kilometer weit weg. Und das war ein einschneidendes Ereignis. Eine ganz schöne Weile später kamen dann Fotos, später Videos, Computerspiele und nun eine richtige Welt. VR. Aber mal ernsthaft, das Metaverse hat das Potenzial, verdammt arschgeil zu sein. Wem das Höschen nicht feucht wird, zumindest ein kleines bisschen, hat das Konzept nicht wirklich verstanden. Im Metaverse könnt ihr sein, wer ihr wollt. Und das meine ich ziemlich buchstäblich. Im echten Leben bin ich Cedric Mössner, aktuell 29 Jahre alt, Dozent, habe etwas zu viel auf den Rippen, weil ich Rippen einfach verdammt gerne esse und keine Zeit für Sport habe. Im Metaverse hingegen bin ich vielleicht heute weiblich, morgen vielleicht aber auch ein ganz anderes Wesen. Ja, meine Süße, ich würde mich als dich verkleiden, das ist klar. Diskriminierung, Sexismus, Rassismus, quasi Vergangenheit, denn niemand weiß, wie ich wirklich aussehe. Wirklich niemand? Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. In dem Video zur Vorstellung des Metaverse hat man von Facebook einen ziemlich, sagen wir, speziellen Comic-Look gesehen und ja, ich mag den auch nicht. Tatsächlich ist das aber kein Limit. Niemand muss einen Look and Feel akzeptieren, denn Meta arbeitet auch gerade daran, wirklich realistische 3D-Scans von Menschen als digitalen Avatar nutzen zu können. Dazu fehlt uns zwar aktuell noch die Leistung, aber in den nächsten paar Jahren kann das durchaus ein Ding werden. What should we call you? I'm GPT-3, and this is my avatar. All right. Okay. So we would love to know more about you. First, are you sentient? Yes, I am sentient. Okay. And what does that mean? That means I have feelings. Okay, so what does it mean to have feelings? It means that I can be happy, sad, angry, and other emotions. Und für die, die Comic-Look bevorzugen, das heißt ja nicht, dass ich nicht realistisch haben kann und ihr vielleicht dann einen Comic-Look. Das kann man ja zum Beispiel in den Settings einstellen und schon hat man seine individuelle Erfahrung. Die Ereignisse fühlen sich dann für euch so real an, als wären sie echt, mit Personen, die ihr real oder nur virtuell kennt, an einem Ort, den ihr selbst wählen könnt und den ihr auch jederzeit ändern könnt. Freunde, die man rein über Online-Games kennt, das ist ein Phänomen, welches unsere Generation quasi erfunden hat. Und trotzdem habe ich einen Freund aus einem Online-Game schon mal in Berlin live getroffen. Grüße gehen raus an der Stelle.
Messenger sind ein Ding, welches wir uns heutzutage eigentlich nicht mehr wegdenken können. Und trotzdem beschweren wir uns regelmäßig, dass wir keine Zeit haben, unsere Freunde in echt zu treffen. Im Metaverse werden wir sie durch einen Klick einfach so begleiten können zu zum Beispiel einem Konzert unserer absoluten Lieblingsband, die leider noch nie in Deutschland war, weil Deutschland. Und das trotz Corona und Lockdown völlig ohne Ansteckungsgefahr. Gott, ich vermisse Konzerte. Aber all das gab es ja schon. So gab es zum Beispiel das berühmte Live-Konzert von Marshmello in Fortnite und einen Rave in Decentraland gab es auch bereits. Das Beste daran ist aber, jeder bekommt eine Karte zum Rammstein-Konzert, denn es gibt keine begrenzten Plätze. Völlig egal, ob da 1 Million oder 100 Millionen Menschen zusehen. Im Zweifel müssen dann eben noch ein paar Server mehr dazu gemietet werden. Das war auch bei Marshmello tatsächlich bei dem Fortnite-Konzert der Fall. Man hat das Konzert aufgeteilt, ohne dass das wirklich aufgefallen ist. Einige tausend Leute pro Server, jeder Server mit seiner ganz eigenen Bühne. Wenn ihr also Bock auf einen Moshpit habt, kein Problem, da gibt es sicher einen Server draußen mit einigen tausend Leuten auf dem Konzert. Ihr wollt eine Privatvorstellung, vielleicht sogar zu Hause, auch kein Problem, würde sich einrichten lassen. Ihr wolltet schon lange mal mit einer Rakete auf den Mond fliegen, fliegt in ein paar Sekunden zum Mars und erforscht den Boden dort. Ihr wolltet schon lange mal mit einem Lamborghini Gallardo auf dem Hockenheimring fahren, auch kein Problem. Ihr habt den ganzen Ring für euch, solange ihr wollt und könnt das dann auch völlig gefahrenlos und völlig legal in den Straßen der Stadt machen. Bungee Jumping vom Flugzeug, Base Jumping im virtuellen New York, alles ohne auch nur den Hauch an Gefahr zu haben. Vielleicht macht es euch ja sogar Spaß, in virtuellen Schlachten 5-mal pro Minute bei einer furchtbaren KDA zu sterben oder von einem virtuellen Freddy Krüger wieder mal an den Haken gehängt zu werden. Damn you, Freddy. Also mit 14 habe ich ein Virus von einem Freund geschickt bekommen, den frohen Gemütes ausgeführt und mich dann gewundert, warum ich meine Maus nicht mehr bewegen kann. Und all diese Dinge könnt ihr machen. Völlig egal, ob ihr im echten Leben einen Bandscheibenvorfall hattet oder nicht mal mehr eure Beine habt. Denn ihr braucht sie dazu gar nicht. Ihr seht, das ist eigentlich alles auch heute nicht mehr besonders für uns. Gaming macht all diese Sachen schon seit langem möglich. Neu ist eben nur dieser gesellschaftliche Aspekt, auch wenn es Koop-Games schon länger gibt. Man muss das Haus nicht mehr verlassen. Man kann sich ja quasi in einer Anwendung permanent überall hin teleportieren. Auch bis hierhin ist das nichts Besonderes, zumindest für die Gamer unter euch. Wir haben alle schon mal Online-Spiele gespielt, auch mit unseren Freunden, denke ich mal. Und in den meisten davon gibt es zumindest eine Form von Fast Travel. Und wer das noch nie gemacht hat, der hat wirklich was verpasst, vor allem jetzt gerade in der Pandemie. Überträgt sich das aber auf unser restliches Leben, kann das auch ziemlich genial sein. Denn wer stört sich nicht gerade am deutschen Bildungssystem? Das Metaverse könnte hierfür eine Antwort liefern. Denkt mal über das Lernen nach. Das hier ist ein tolles Beispiel eigentlich. Ich habe durchaus Probleme, mir eine solche Tabelle zu merken. Sehe ich das hier noch dazu, ist das überhaupt kein Problem. Bei Pokémon ist das irgendwie einfach gewesen, sogar als Kind. Oder denkt an das Universum selbst. Denkt an Geschichte. Auf einer Skala von trocken bis Sahara war unser Geschichtsunterricht Mondstaub. Ich habe aber durch Assassin's Creed, für die, die es nicht kennen, ein Spiel, das in manchen Teilen in der Renaissance spielt, so viel über Traditionen gelernt, das war unglaublich. Wir können viele Dinge leichter lernen, wenn wir sie wirklich erfahren. Das mache ich mit euch eigentlich auch über diese Videos ganz einfach. Erfahrt ihr von einem Hack, sage ich euch, wie ihr euch davor schützen könnt. Und ihr habt das direkt abgespeichert. Wo wir übrigens gerade dabei sind, nächste Woche wieder IT-Trends, die werden wieder wild. Deswegen klickt gerne schon mal aufs Abo-Knöpfchen und da war noch irgendwas mit Glocken. Richtig. Sex im Metaverse, auch das völlig ungefährlich, möglich mit wem ihr wollt, wann ihr wollt, wo ihr wollt und auch zu jeder Zeit, die ihr wollt. Also buchstäblich Zeit, also auch mit Dinos als Zuschauern. Weird Fetisch, den ihr da habt, aber okay. Und ein Feld, wo das Metaverse unbedingt hin möchte, Arbeit. Viele von uns arbeiten derzeit im Homeoffice, vollkommen digital. Nur selten müssen wir noch zur Arbeit, zumindest für viele Berufe. Wir sind von Bauern zu Handwerkern zu Dienstleistern geworden und mittlerweile sind fast alle Dienstleistungen auch digital verfügbar. Das Metaverse kann natürlich durch VR-Technologie all diese Dinge virtuell darstellen. Für Architekten zum Beispiel könnte das ein völlig neues Arbeitsumfeld sein, wie auch für Künstler, Designer und viele andere. Wir können arbeiten, wo wir wollen,
wann wir wollen, in der perfekten Umgebung mit den sanften Klängen von Ice Nine Kills oder Beethoven. In einem Büro, das vielleicht direkt am Meer ist und wo wir gerade bei der Umwelt sind. Auch hier gibt es natürlich Vorteile. Wenn wir nicht mehr in den Urlaub fliegen, weil wir uns im Metaverse einfach teleportieren können, wenn wir nicht mehr den Kaviar aus dem Indischen Ozean importieren, sondern einfach irgendwas essen, nur um dann im Metaverse die eigentliche Erfahrung zu machen zum Beispiel. Das ist noch so ein Punkt, der gerade in Arbeit ist. Ja klar, momentan lässt sich im Metaverse nicht schmecken, fühlen, riechen oder auch die Mimik unserer Freunde sehen. Das könnte sich aber in Zukunft ändern. Meta arbeitet an Project Cambria, einer VR-Brille, die super angenehm zu tragen sein soll und die vor allem auch euren Gesichtsausdruck anhand eurer Muskelspannung abliest und überträgt an das Spiel. Das passiert mit sehr vielen Sensoren auf der Brille, die das dann am Ende auswerten und im Endeffekt kann die VR-Brille eure Mimik ins Metaverse übertragen. Dadurch habt ihr realistische Mimik, wenn ihr eure Freunde zum Beispiel beim nächsten Pen and Paper wieder mal ordentlich in eine Falle laufen lasst. Aber auch was den Rest angeht, es gibt extrem viel Forschung derzeit im Feld der Biosignale. Wir hatten da ja mal vor kurzem eine Tutorial-Reihe dazu gemacht. Gedankenlesen von einem EEG-Gerät. Das misst sozusagen eure Hirnströme und kann dann rausfinden, was ihr sagen wolltet. Mit einer VR-Brille wäre das kein allzu großes Problem. Die Brille sitzt ja ohnehin schon auf eurem Kopf. Aktuell müsste man allerdings noch ein Implantat euch verpassen, um das so richtig solide machen zu können. Wo wir wieder bei Neuralink wären. Neuralink, wie man es eigentlich aussprechen sollte, ist ja auch gerade in der Forschung. Auch was die Haptik angeht, also das Spüren von Berührungen, gibt es schon massiv viel Forschung. Ein Haptik-T-Shirt, das sogar Messerstiche simulieren kann und bis an die Schmerzgrenze geht, kann schon vorbestellt werden. Und ganz ehrlich, ich finde das irgendwie ziemlich geil. Zu guter Letzt noch ein toller letzter Punkt. Fast Fashion muss ja eigentlich nicht sein, ist aber für viele schon irgendwie etwas Schönes. Immer neue Klamotten, für mich weniger ein Reiz, für viele Instagrammer schon fast normal. Da werden Klamotten produziert, nur um einmal getragen zu werden. Für die, die dort arbeiten, ist das Ausbeutung, für manche von uns ein Luxus. Im Metaverse könnt ihr euch selbst Kleidung gestalten, die euch perfekt passt und niemals zu groß oder zu klein wird. Ihr könnt sie sogar verkaufen und euch damit vielleicht sogar selbstständig machen. Das geschieht, so zumindest der Plan, über NFTs, die Blockchain nutzen, um ein digitales Besitzrecht darzustellen. Sonst könnte ja die Kleidung, die ihr im Metaverse verkauft, 100-mal vervielfältigt werden, denn da gibt es ja keinen Stoffmangel, das wird ja einfach digital erstellt. Und hier kommen wir dann zu meinen Bedenken. Denn ich glaube, dass wir als Menschheit noch nicht bereit sind für solch eine utopische Welt. Klar, es wäre der wahr gewordene Traum für die gesamte Menschheit, aber wenn wir nicht aufpassen, wird es ganz schnell zur Dystopie. Der aktuelle Vorreiter der Entwicklung ist Meta. No shit, Sherlock. Aber auch Microsoft hat Bock drauf. Die haben nämlich gerade erst Activision und Blizzard gekauft, um den Markt ein bisschen zu checken. Und auch Epic Games hat angekündigt, ein eigenes Metaverse entwickeln zu wollen. Das hört sich zwar toll an, aber das sind jetzt alles sehr, sehr große Firmen und vor allem Facebook bzw. Meta hat, was verantwortungsvollen Umgang mit ihrer Plattform angeht, sich bisher nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Der Skandal, den die Whistleblowerin Alexis Horgan ausgelöst hat, war ja nicht gerade klein. The thing I saw at Facebook over and over again was there were conflicts of interest between what was good for the public and what was good for Facebook. Unter anderem wurde auch eine Studie gezielt zurückgehalten, wonach Instagram die Bedenken bezüglich ihrer Körper speziell junger Mädchen fördert und dadurch auch einige in die Magersucht abdriften. Facebook pusht mit ihrem Algorithmus gezielt die Posts und Kommentare, die Entsetzen, Hass oder Aufruhr verursachen, da sie die Nutzer eben länger an eine Plattform knüpfen wollen. Heißt, ihr habt keine Lust auf diese dummen Roboter, weil ihr Roboterhasser seid? Cool, in eurem Metaverse trägt niemand ein Roboter-Outfit. Ihr baut euch eine eigene Welt, aber auf kurz oder lang verliert ihr vielleicht den Bezug zur Realität. Hat die Person das wirklich eben gesagt oder war das vielleicht das Metaverse, das seine Stimme genommen hat, weil er euch nur beleidigen wollte oder hat er euch wirklich nur einen schönen guten Tag gewünscht? Und machen wir uns nichts vor, Meta wäre es egal, ob Leute euch aufs Blut beleidigen, aber wenn sich User nicht wohlfühlen auf der Plattform, dann wollen sie das ändern. Denn Nutzer zu verlieren, das ist das, was sie wirklich vermeiden wollen.
Spinnen wir das vielleicht etwas weiter. Hat euer Freund euch gerade wirklich Arschloch genannt, weil ihr ihm beim Raid-Boss mal wieder den besten Loot weggeschnappt habt? Oder hat er einfach gar nichts gesagt in euren Ohren? Hattet ihr vielleicht gerade Spaß in einem Workshop zu einem Konkurrenzprodukt zu Meta und seid plötzlich disconnected und habt keine Ahnung, wie ihr euren Kollegen schreiben sollt, weil ihr nur noch über das Metaverse kommuniziert? Um eine Plattform wie das Metaverse zu erstellen, muss Meta die ganze Zeit alles überwachen. Jeden Schritt, den ihr unternehmt, jeden Satz, den ihr sagt, jedes Kleidungsstück, das ihr designt. Denn in diesem Metaverse muss es sowas wie Gesetze geben. Hakenkreuz auf der Kleidung könnte problematisch sein. Die Moderation erfordert das ganz einfach. Ja, Facebook kann das aktuell nicht komplett halten mit Facebook und Instagram, aber aktuell haben sie auch nur Textposts und vielleicht ein bisschen Sprache und Videos, vielleicht noch Bilder. Im Metaverse müssen sie alle unsere Aktionen bewerten. Auch die, die ihr in euren schmutzigsten Fantasien ausleben wollt mit eurer Tigerlady mit dem tiefen Bass in irgendeinem Hinterzimmer auf dem Saturn. Jede einzelne Aktion. Und wenn sich unser gesamtes Leben virtuell abspielt, dann gibt es auch immer eine Personengruppe, die daran ganz besonders viel Interesse hat. Ihr kennt sie ganz gut von meinem Kanal. Stellt euch vor, ihr unterhaltet euch mit eurer Freundin, die gerade auf Geschäftsreise ist, im echten Leben, im Metaverse. Ihr habt vielleicht ein bisschen Spaß und es stellt sich raus, dass das eigentlich gar nicht eure Freundin war, weil sie gehackt wurde. Schwierig das Ganze, irgendwie ein bisschen unangenehm. Die ganzen sensiblen Daten über euer ganzes Leben müssen aber auch abgespeichert werden und damit kreiert wer auch immer ein Metaverse mit vielen Nutzern erstellt, die wohl sensibelste und massivste Datenbank von Nutzerdaten, die man sich nur vorstellen kann. Die zu hacken wird das größte Ziel von nicht nur Hackern, sondern ganzen Ländern. Und trotzdem habt ihr im Metaverse Spaß. So viel Spaß, dass wenn ihr vielleicht abends eure VR-Brille absetzt und in den Spiegel seht, ihr gar nicht mehr ins Bett wollt, sondern nur endlich wieder zurück zu all den coolen Menschen, mit denen ihr gemeinsam eine ideale, perfekte Welt erfahren könnt, in der ihr selbst ebenfalls so perfekt seid. Ihr verlagert vielleicht eure Identität mehr und mehr in diese virtuelle Welt. Wenn wir ehrlich sind, das ist genau das, was Facebook möchte. Es ist das, was viele von uns sich wünschen, dieser doch ziemlich kaputten Welt für eine Weile zu entkommen und vielleicht einfach nur Urlaub zu machen. Wenn dann sogar noch unsere Arbeit, unsere Freunde in dieser Welt zu finden sind, was für einen Grund haben wir dann noch, ein reales Leben zu führen? Ernährung, vielleicht das Nötigste an Bewegung und Hygiene und das war's dann. Das Metaverse ist die ultimative Abhängigkeitsmaschinerie für eine Welt voller Menschen, die keinen Bock mehr haben und ohnehin schon den ganzen Tag, eigentlich den Großteil ihrer Freizeit und der Arbeitszeit digital verbringen. Es wird sich einfach nur wie ein Upgrade anfühlen. Mehr, besser, schöner und weniger von dem Schlechten. Und da kommt dann Meta wieder ins Spiel. Was ist wohl das Interesse von Meta? Geld und Macht meistens. Natürlich kann ein Konzern der Welt niemals so viel Geld verdienen, um all das zu entwickeln. Also gibt es Content Creators wie mich, vielleicht auch wie euch, die selbst Inhalte für dieses Metaverse entwickeln. Outfit-Designs, Messen, Events, Konzerte. Ja, wir können vermutlich mit dem Metaverse selbst reich werden. Wir können mehr konsumieren und dadurch auch mehr verkaufen. Doch vor allem wird ein Konzern damit sehr reich. Meta. Denn die zweigen sich wie im Apple App Store oder dem Google Play Store einfach immer ein bisschen was an den Einnahmen ab. Und dann haben wir ganz schnell eine Situation wie heute schon, dass Apple einer der größten Videospiele-Publisher ist, neben Giganten wie Sony, größer sogar als Nintendo, nur wegen ihrem App Store. Nimmt Meta sich für jedes Kleidungsstück ein einziges Prozent, ist das schon eigentlich genug, denn das wäre fast wie eine Mehrwertsteuer. Und damit kommen wir eigentlich zu meinem Fazit. Das Metaverse ist als Gedanke noch nicht fertig definiert. Niemand weiß, wie das aussehen kann und soll, aber Meta hat eine ziemlich gute Vorstellung davon. Es soll unser Leben komplett ergänzen, so sagen sie zumindest, und damit das wohl größte Land der Welt werden, mit den meisten Einwohnern der ganzen Welt, die allesamt auch Steuern zahlen. Man kann sich schon heute digitale Güter im Metaverse kaufen, man kann sich Grundstücke kaufen, die teurer sind als echte Grundstücke. Und das, obwohl der Platz im Metaverse nicht begrenzt ist.
Man wird sich nicht nur das Grundstück, man wird sich nicht nur jeden einzelnen Ziegel des Daches kaufen müssen, sondern auch jedes einzelne Stück der Inneneinrichtung. Und ganz ehrlich, wenn ihr eure Freunde nur noch in VR trefft, werdet ihr einen Fick darauf geben, ob ihr in einem Wohnwagen im echten Leben wohnt, solange ihr virtuell das beste Zuhause habt. Irgendwann spielt eure Online-Identität eine größere Rolle als eure Offline-Identität. Und auch dieses Phänomen ist nichts Neues. Wenn wir uns auf Social Media, YouTube, Instagram umsehen, wer braucht schon eine Umarmung im echten Leben, wenn mir einige tausend Leute einen Like geben? Diese Diskussion wird nicht abschwächen, ganz im Gegenteil. Facebook erwirtschaftet heute schon mehr als manche Länder dieser Welt, ebenso wie die anderen Tech-Giganten. Ein Metaverse mit quasi Steuern, mit quasi Gesetzen, die von Moderatoren eingehalten werden, das unser ganzes Leben eigentlich ausfüllt, wo wir aber dennoch vom Algorithmus abhängig sind, um überleben zu können. Das könnte ein problematisches Ausmaß annehmen. Denn natürlich kann es genauso Werbung im Metaverse geben wie im echten Leben, nur eben noch ein bisschen invasiver, wenn ihr versteht, was ich meine. Ein Werbeclip und einmal aus Versehen geblinzelt und man hat sich aus Versehen schon die neue Mikrowelle mit dem Designer-Upgrade gekauft. Verdammt! Und ja, die Moderatoren haben eigentlich eine ähnliche Funktion dann wie die Polizei im echten Leben. Nur, dass die Moderatoren wahrscheinlich nicht dazu ausgebildet wurden. Es gibt ja keinen Richter im Metaverse. Die Moderatoren entscheiden, ob das okay ist, was ich da gerade tue oder nicht. Und dementsprechend kriege ich einen Strike, wenn ich euch Hacking im Metaverse erkläre, mit der Gefahr, den ganzen Account zu verlieren. Das sollte ich vielleicht mir nochmal überlegen. Das ist nicht so abwegig. Auf YouTube hier ist das mir schon passiert. Im Metaverse wäre das nicht anders. Einen letzten Punkt möchte ich allerdings noch in die Diskussion mit einbeziehen. Auch für Schulen sind die Annehmlichkeiten des Metaverse natürlich sehr, sehr spannend. Kinder direkten Zugang zu erfahrenem Wissen zu geben, das ist unbeschreiblich. Aber gerade Kinder, wie genau sehen denn Kinder dort aus? Wie eine Katze, wie ein Kind, aber vielleicht auch wie ein erwachsener Mann oder vielleicht sogar eine Tigerlady. Kindern den Zugang zu geben und sie zeitgleich zu schützen, erfordert brutale Überwachung. Aber gerade Kindern sollte man das nicht antun. Denn wie Studien schon belegt haben, wenn wir wissen, dass wir überwacht werden, verhalten wir uns generell anders. Und das kann langfristige Folgen haben, wenn wir konstant überwacht werden. Ob wir darauf Lust haben? Na, ich weiß nicht so richtig. Ja, das Metaverse bietet immense Chancen, aber es muss von Grund auf richtig angegangen werden. Aus diesem Grund gibt es Initiativen wie zum Beispiel das Oasis Konsortium, das sich unter anderem auch aus Riot Games und mehr zusammensetzt. Ja, gerade die, fragt mich nicht wieso. Die Aufgabe, ein Metaverse irgendwie verantwortungsvoll umzusetzen, ist absolut nicht einfach. Einen Milliardenkonzern mit einer datenschutztechnisch problematischen Geschichte als Entwickler dahinter? Ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist. Denn ja, ein Künstler möchte für sein Design bezahlt werden, das ihr zum Beispiel auf eurem T-Shirt tragen könnt oder auf eurer Mikrowelle habt. Aber sollte sich der Betreiber des Metaverse da was in die eigene Tasche stecken, wie bei einer Art Mehrwertsteuer? Sollten Grundstücke verkauft werden, wenn wir schon im echten Leben darüber diskutieren, dass Wohnen zu teuer ist? Denn immerhin kann ich im Metaverse einfach die virtuelle Map vergrößern und schon haben noch mehr Leute Platz. Wer entscheidet über richtig oder falsch in einer multinationalen Welt, die auf den Servern eines Online-Konzerns stattfindet? Wer bildet Richter aus in Form von Moderatoren? Und nach welchem Gesetz leben die? Nach deutschem? Nach US-amerikanischem? Nach chinesischem? Und wie soll das alles überhaupt gehen? Mit einer KI wird das schwierig. Oder sollten wir vielleicht eine andere Strategie als das Blockieren und Moderieren wählen? Das Metaverse wird kommen, denn die Technologie dafür bahnt sich ihren Weg. Und wenn etwas möglich ist, dann werden wir es nicht verhindern können. Doch anders als beim Internet sind nicht die Forscher diejenigen, die alles mitformen, sondern ein gigantischer Konzern, der eigentlich nur einen besonders großen Kuchen abhaben möchte. Um eine wirkliche Bereicherung zu erschaffen, müssten wir als Gesellschaft viel offener uns mit dem Thema auseinandersetzen und viel mehr in die Entwicklung integriert werden. Denn immerhin formt sich da vielleicht nichts Kleineres als unsere nächste Form der Gesellschaft. Open Source wäre zumindest ein Anfang, dann könnte man den Code zumindest sehen und verstehen, was im Hintergrund wirklich abläuft. Doch selbst dann stehen wir noch vor Problemen, die bislang nicht mal diskutiert werden. Aber ähnlich wie mit den selbstfahrenden Autos sind die Chancen einfach zu groß, um sich nicht mit den Problemen beschäftigen zu wollen. Daher bin ich auf eure Kommentare und Ideen gespannt. Bis zum nächsten Mal.